Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Maria, ich habe einen Schrebergarten hier in Berlin und heute wollen wir uns der Anzucht widmen, die ab März startet. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet, ich habe mein Saatgut rausgelegt. Ich werde das Video in 2 Teile teilen. Das eine Video wird um Gemüse und Kräuter gehen und ich werde ein zweites Video machen, separat, wo ich über Blumen spreche, denn das ist etwas, was ich gerne vergesse auszusehen und dann bin ich ganz traurig, wenn ich den Zeitpunkt verpasst habe. Ich unterscheide bei meinen Samen bereits in die Kategorie kühlere Anzucht. Das sind die Pflanzen, die nicht auf die Heizmatte müssen und bei normalen kühleren Zimmertemperaturen auch leben können und keimen können. Und dann die warme Anzucht, die auf jeden Fall auf die Heizmatte möchten. Wenn ich das jetzt schon in die Schalen unterteile, dann fällt es mir später leichter, das an die richtige Stelle zu setzen. Die Erde habe ich aus dem Backofen gerade geholt und die ist jetzt schon etwas abgekühlt, nur noch leicht warm. Durch das Dämpfen der Erde im Backofen verhindere ich ein wenig, dass es zu Trauermückenbefall kommt, da dann schon mal die Erde sterilisiert ist. So, na dann würde ich sagen, starten wir mit der kühleren Anzucht, und zwar meine geliebte rote Beete, rote Rüben. Ich habe da im Januar bereits die erste Aussaat gemacht und jetzt folgt die zweite. Das ist etwas, was ich auch nicht vergessen möchte, ist regelmäßig dann auch die nächste Aussaat zu machen, um eine versetzte Ernte zu haben. Die rote Beetekörner, Samen sind recht groß und die streue ich jetzt auf mein Töpfchen. Die werden sowieso noch pikiert. Dann bedecke ich das normal mit Erde. Und nicht vergessen, natürlich, beschriften. Um nicht zu vergessen, wann ich die Aussaat gemacht habe, schreibe ich mir hier oben auch das heutige Datum noch drauf. So, und wenn ich das geschafft habe, ab ins Töpfchen und zurück in die kühle Box. Um die rote Beete-Ernte so vielfältig wie möglich zu haben, habe ich noch eine zweite Sorte, die ich aussehe. Das ist Detroit 2. Das ist eine kugelige rote Beete. Die hätte ich jetzt im Februar schon vorziehen können und kann sie auch im März ins Freiland setzen. Ich werde auch diese im März vorziehen. So habe ich eine bessere Kontrolle und pikiere sie dann ins Beet, wenn sie gekeimt ist. Wenn du mich unterstützen möchtest, freue ich mich wahnsinnig über ein Abo, denn ich hoffe doch bald 500 Abonnenten zu knacken und dann mache ich ein kleines Special. Jedes Mal beim Beschriften muss ich etwas schmunzeln, weil man ja rote Beete sowohl mit Doppel-E als auch mit einem E schreiben kann. Wie schreibt ihr das? Als nächstes setze ich nochmal die Stuttgarter Zwiebel, also Zwiebel Stuttgarter Riesen. Das ist jetzt eine Saat.
Die ist schon ein bisschen älter. Ich habe im Januar hier schon einmal in meiner Januar-Video die Aussaat gemacht. Das hat leider nicht gut funktioniert. Deswegen werde ich jetzt einfach das komplette Saatgut aufbrauchen, weil das Saatgut schon älter ist. Die letzte Aussaat ist mir vergeilt. Habe ich zu warm gestellt. Da habe ich aus Versehen das Töpfchen an die falsche Stelle gestellt. Daher werde ich jetzt alle anderen aussehen. Das Saatgut ist recht klein und schwarz. Das streue ich einfach auf die Oberfläche und bedecke es ganz wenig mit Erde. So, damit habe ich das Saatgut verbraucht. Und ab mit den Zwiebeln in die kühle Anzucht. Die nächste Aussaat, die ich euch zeige und die ich anbaue, ist die Mairübe. Das ist eine Rübe, die man im ganzen Jahr anpflanzen kann, die hier speziell für den Frühjahrs- und die Herbstkultur gedacht sind. Deswegen, ich nehme sie jetzt als Frühjahrskultur. Man kann sie natürlich auch im Freiland direkt setzen. In meinem Fall ist es praktikabler, die vorzuziehen. Auch die streue ich, weil das Saatgut doch recht klein ist. Wie ihr seht, streue ich die vorsichtig auf die Erde. Und vereinzel die später beim Auspflanzen. So, Schälchen habe ich schon vorbereitet. Und auch die ab in die kühlere Anzucht. Kommen wir zum nächsten. Das ist ein Vertreter der Salate. Ich werde einfach jede Menge Kopfsalat auspflanzen, da das ist mit unser liebster Salat. Ich brauche da gar nicht so viel Vielfältigkeit. Ich habe immer Rucola und irgendeine Art von Salat im Beet. Und wenn ich Glück habe, werde ich auch was davon abbekommen, weil ich habe sehr viele Schnecken im Beet. Von daher bin ich hier in der Aussaat des Salates ein bisschen großzügiger bei der Voranzucht. Hier fehlt mir jetzt leider mein Bildmaterial. Ich habe den Samen komplett in dieses Töpfchen gestreut und ganz vorsichtig bedeckt mit Erde. Zum Abschluss, um einen weiteren Schutz gegen Trauermücken zu haben, werde ich noch Sand oben aufbringen. Das kann ich einfach günstig erwerben. Man kann auch Perlite sicherlich oben drauf streuen oder Vermiculite, richtig? So heißt das doch, ne? Habe ich noch nicht ausprobiert. Was aber gut funktioniert, ist halt so eine Sandoberfläche. Das ist sehr, sehr günstig und es schadet der Erde auch später nicht, wenn sich das dann vermischt. So, wenn ich das alles überall gemacht habe, dann werde ich nur noch angießen und dann darf es auf meine Fensterbank in meinem geschützten Bereich und darf sich erstmal ausruhen bis zur Keimung. Ja, Kira interessiert es auch sehr, was ich hier mit dem Sand mache. Verstehe dich, Kira, ich verstehe dich. Aber es ist kein Katzenklo für dich. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die bei der Community-Frage teilgenommen haben. Viele von euch ziehen auf der Fensterbank vor und der Rest hat eine Anzuchtstation. Machen wir weiter mit der Abteilung der warmen Anzucht.
Was pflanze ich an? Und zwar beginne ich schon mit den ersten Tomaten. Das ist für einige schon etwas früh, aber ich möchte diese 3 Sorten speziell auf dem Balkon und im Gewächshaus anpflanzen. Und da habe ich andere Ausgangstemperaturen und kann damit also eher starten, diese auszupflanzen. Und diese 3 Sorten sind Balcony, dann eine Wildtomate, die heißt Rote Murmel, und Resibella, mit dem habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen gesammelt. Wenn ich es schaffe, schreibe ich mir sogar aufs Saatguttütchen, dass diese Tomate mal gut im Topf gewachsen ist. Ich setze ja manche in den Topf und andere ins Freiland, und die hat sich gut im Topf bewährt. Genau. Ich möchte euch einen kleinen Trick zeigen. Ich bin ein bisschen pikierfaul, was die Tomaten angeht, und möchte eigentlich nicht ständig mich um die Tomaten, um das Pikieren kümmern. Daher hier mein Trick: Macht das Anzuchttöpfchen, welches ich schon recht groß wähle, nur halb voll. Setzt dann das Saatgut ein, ganz normal. Ich werde hier nur 4 kleine Saatkörner einpflanzen, wenn ich noch 4 finde. Ja, 4 Stück sind noch genau drin. Ja, ich brauche ja nur 1 oder höchstens 2 Pflanzen, deswegen gehe ich aus, und jede Ecke packe ich ein Saatkorn. Und was passiert jetzt, wenn die Saatkörner keimen und die ersten Keimblätter rausgekommen sind und nach den ersten Keimblättern die richtigen Blätter kommen, dann fülle ich das Töpfchen einfach wieder mit Erde ein wenig an und muss auf diese Weise nicht extra pikieren. Ich zeige euch das, wenn es soweit ist, aber hier ist schon mal der Trick für Pikierfaule. So, dann kommt die Biotomate, Wildtomate, eine Naschsorte, Rote Murmel. Auch hier setze ich 4 Samen in das Töpfchen, in jede Ecke 1. Da diese Platte ja dann in die Anzuchtstation kommt, wo das Licht von oben auf die Töpfchen fällt, ist es nicht so schlimm, dass die Erde so tief ist, weil das Licht kommt trotzdem an das Saatgut und dann vergeilen sie auch nicht. So, hier mache ich es mir einfach. Habe das Saatgut, das ist ja Lichtkeimer, draufgelegt, piekse das jetzt kurz mit den Fingern in die Erde und das war es auch schon. Tiefer muss es nicht. Schälchen rein. Und kommen wir zur Sorte Resibella, eine Salattomate. Das Multitalent. Hervorragende Toleranz gegen Kraut und Braunfäule. Ja, hat sich bei mir wirklich gut gemacht. Und hier steht auch nochmal drauf, dass man es auch in einem 10-Liter-Eimer pflanzen kann. Und es hat wirklich wunderbar funktioniert im Topf. Wenn ich es finde, schaue ich mal, ob ich noch ein Foto finde vom letzten Jahr aus dem Garten. Dann blende ich das jetzt ein. Wenn nicht, dann müssen wir wohl warten. Naja, heute klappt es irgendwie. 4 Saatkörner habe ich noch von Resibella. Und da muss ich mir dann merken, dass ich im Herbst mir Saatgut nehme. So, auch hier die Resibella-Beschriftung nicht vergessen. Und damit ich auch auf keinen Fall hier Trauermücken hineinbekomme, würde ich auch hier wieder mit Sand toppen. Der Sand trocknet einfach viel schneller ab als die Pflanzenerde und somit können die Trauermücken nicht so gut ihre Eier ablegen. Ich habe ja nun schon einiges getan, damit die gar nicht erst kommen, aber
Dann kommt noch eine und dann bin ich ein bisschen geschützter. In Ergänzung zu meinen Auberginen, die ich schon im Keller vorgezogen habe, habe ich mir noch eine neue Sorte besorgt, die eher klein ist. Die heißt Rotonda Bianca Sfumata di Rosa. Ist auch eine samenfeste Sorte, sehr praktisch, wenn man selber Saatgut nehmen möchte. Ich wollte gerne auch mal noch eine kleinere Sorte in Ergänzung, da die großen Auberginen, wenn die dann so riesig werden, dann müssen die ja schon ziemlich lange noch an der Pflanze hängen, bis sie reif sind. Und ich erhoffe mir, wenn ich so kleine vorziehe, einfach einen höheren Ertrag dann dadurch zu haben, weil die schneller reifen. So, was sagt mir hier die Saattiefe? 1/2 Zentimeter. Schauen wir mal, ob meine Theorie stimmt. Kleines Saatgut, Lichtkeimer. Ja, kleines Saatgut, Lichtkeimer. Ich mache auch hier 4 Körner in diesen großen Topf. Und beschriften nicht vergessen. Und ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich dachte, ich mache es jetzt trotzdem. Ich werde auch noch eine Chili auspflanzen, weil ich das noch gar nicht gemacht habe. Ich esse nicht sonderlich viel Chili. Paprika vertrage ich zum Beispiel auch gar nicht. Wäre jetzt auch etwas, was man gut auspflanzen kann. Ich vertrage es leider nicht. Irgendwie ist das nicht mein Gemüse. Tomate ist mein Gemüse, wenn es nicht Obst wäre. Daher jetzt verspätete Chili-Aussaat. Auch hier habe ich wieder Sand aufgetragen und das Saatgut nur ganz klein wenig in die Oberfläche hineingedrückt. Damit verabschiede ich mich wieder von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, um die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Like von euch. Vielen, vielen Dank.